Gute Reise! Was für ein herrlicher Morgen. Ja, super, oder? Besser kann es nicht sein. Ja, Nee. herrlicher Tag. Ja, wir fahren auch gleich. Gute Reise, ja. Ich auch, ne? Der nächste Morgen ist Traumwetter. Die Sonne lacht. Einfach toll hier. Wir beenden jetzt den Strom bei An und Oid. Das darf man nicht vergessen. Sonst kann der Nächste auf den Strom weiter konsumieren. Wollen wir ja natürlich nicht. 6,71 € für 11 Kilowatt haben wir gebraucht. Das ist ganz schön viel, ne? In 2 Tagen. Schauen wir mal, ob die Motoren anspringen. Ja, der rechts ist gut. Das ist schon mal der wichtige Motor. Dann geht der linke auch. Funk. Wir sind schon mal auf Kanal 10 angesprochen worden vom Berufsschiffer. Deshalb lassen wir das zweite Funkgerät immer auf Kanal 10 laufen. Wir verlassen unseren schönen Liegeplatz. Meine Empfehlung, Dokkum sollte man nicht auslassen, sondern da sollte man wirklich 1-2 Tage verweilen. Frank und Claudia legen auch ab. Und unsere Fahrt geht weiter. Nochmal die Mühle. Frank muss noch drehen. Oder die fahren heute rückwärts. Hi. Noch YouTube? Ja? Bodon Tour! Alles voll, die Karte. Es ist hier auch wirklich sehr, sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob das die Bezahlbrücke ist. Ich habe schon mal meine 5 € in der Hand. Und von allen Seiten wird man begrüßt. Das ist ein Charterschiff, was in Grau geschartert wurde. Und hier ist die zweite Mühle. Das Tolle ist, man legt hier morgens seinen Müll aufs Boot und dann kommt um 9:30 die Müllabfuhr und räumt alles weg. Heute wird ein heißer Tag. Sind 27 Grad angesagt. Ja, da ist auch unser Asien-Food. Ein junges Pärchen, was sich selbstständig gemacht hat vor 3 Jahren. Das ist ein ganz tolles Konzept. Uns hat es super gefallen. Da ist schon der Brückenwärter. Ist das die Brücke mit bezahlen? Ja, rot-grün. Und hier an der Brücke muss man 5 € bezahlen. Und jetzt muss ich natürlich den Schuh treffen. Ja, danke wel. Bedankt. So, wir haben bezahlt und die Fahrt geht weiter. An der nächsten Brücke sehe ich kein Brückenhaus, aber auch keine Kameras. Heute haben wir wieder einen Brückentag. Wir müssen warten, bis alle Brücken wieder öffnen. Also hat das Wort Brückentag mehrere Bedeutungen. Das ist natürlich eine Hauptstraße. Hier ist natürlich mehr Verkehr auf dieser Straße. Das könnte etwas dauern. Der Brückenwärter ist jetzt gekommen. Wir haben so provisorisch mal festgemacht, dass wir nicht immer hier rumeiern müssen. Aber jetzt geht es gleich los. Der hat hinten noch einige durchgelassen, sodass wir jetzt im Konvoi fahren. Und wir kriegen Rot-Grün. Das heißt, wir fahren zuerst. Ah, es bimmelt. Ja, hier müssen die Brückenwärter noch mit dem Fahrrad hin und her radeln. Dadurch dauert das natürlich auch etwas länger. Kann man ja verstehen. Und jetzt sind wir hier erstmal dran. Erstmal fahren sie raus aus der Stadt und von der anderen Seite kann dann nachher reingefahren werden. Ja, da muss laufend hin und her radeln. Das ist schon ein sportlicher Job. Gibt wieder neues Futter für Dokkum hier. Großer Platztausch. Unser Ziel für heute ist Leeuwarden. Das liegt auf der Strecke, eine andere Wahl haben wir nicht. Wenn wir weiterfahren wollten, müssten wir zu lange fahren und dazu haben wir keine Lust. Unsere Fahrt geht romantisch auf den Kanal entlang weiter. Wir ziehen zwar jetzt eine Armada hinter uns her, schadet uns nichts, weil wir sind ganz vorne. Schöne Häuschen hier am Kanal. Wieder Wasserrastplatz. Da vorne kommt schon wieder der nächste. Es kann natürlich auch ein privater Platz sein. Da steht ein Boot mitten im Gestrüpp. Ja, das ist ein Privatanleger mit Haus. Ein schönes, tolles Fahren hier durch grüne Landschaften, wenig Verkehr. Es ist hier nicht Rush Hour, es ist wirklich toll. Wir haben die Stadt jetzt verlassen und fahren weiter durch die herrliche Natur. Das ist auch schön. Ein kleiner Mini-Campingplatz. Gerochte Paling kann man hier kaufen. Geräucherten Aal. Dahinter ist auch noch ein bisschen Camping. Und hier kann man auch gleich wieder anlegen, eine Margrethe. Und dann noch sich vom Campingplatz versorgen, auch nicht schlecht. Da steht dann die Milch schon gleich mal parat.
Hier grasen die Pferdchen auf der Koppel. Marina ist auf Kurs. Ab und zu kommt uns mal einer entgegen und die Fahrradfahrer sind schneller wie wir. Auch da steht man wunderbar, ein schönes Haus in der Mitte und hier auch ein großer Wohnmobilplatz und die Angler sind auch am Werk. Jo, jetzt warten wir auf die nächste Brücke. Heute werden wir braun. Eincremen nicht vergessen. Nach 5 Minuten geht es endlich rot-grün. Die Autos stehen schon und die Schranken gehen zu. Und weiter geht's. Hier kann man wirklich die Einsamkeit noch genießen und die Stille. Und wieder kommen uns einige Boote entgegen. Geht wieder Richtung Wochenende. Da sind natürlich auch wieder mehr unterwegs. Anscheinend sind die alle durch die nächste Brücke gekommen. Da gab es wohl einige Wartezeiten. Mal gucken, wie es bei uns läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Schiffe sind uns jetzt hier entgegengekommen. Der erste größere, den ich hier auf dem Kanal sehe. Ich kann jetzt noch nicht erkennen, ist es ein Frachter oder ein dickes Wohnschiff. Ein Hausboot kommt jetzt hier vorbei. Ein alter Frachter, der umgebaut worden ist. Und man kann ihn kaufen. Jetzt kommen wir zum nächsten Ort. Goldhuisbruck und Steenhuisbruck. Bei der ersten steht hier in der Wasserkarten-App 3,50 €. Die macht schon auf, aber für die andere Seite bin ich mal gespannt. Mit 3,50 € ist man hier dabei. Deshalb ist es schon wichtig, dass man sich bei der Turnplanung vorher die Brücken anschaut und vor allen Dingen immer Geld bereithält. Kleingeld. Es ist fast windstill. Auch hier befindet sich eine schöne Windmühle. Es ist ein ganz kleiner Ort. Rot-grün. Auf der einen Seite ist rot kaputt. Ah ja, die ersten Autos bleiben stehen. Das ist so eine Art Mini-Ortsdurchfahrt und die kostet. Also haben wir jetzt schon 5 € in Dokkum und 3,50 € hier. Dann relativiert sich der günstige Liegeplatz in Dokkum. Und gleich bekomme ich wieder diesen Schuh, wo ich das Geld reinschmeißen muss. Jürgen tastet sich langsam vor. Guten Morgen. Ja. Vorne ist dann die nächste Brücke. Hier ist ein Hafen, wo auch Wohnmobile sich hinstellen können oder Camper. Passantenhafen, Tiefgang 1,50 oder 1,70. Es ist überschrieben, man kann es nicht genau erkennen. Klein, aber fein. Die schöne Mühle. Aha. Die Mühle ist entweder wird sie noch betrieben oder sie ist ein Geschäft oder was auch immer. Da macht Wohnen Spaß. So schön am Kanal. Man kann immer die Boote beobachten, die rein und raus fahren. Und sogar sein Auto ist in den Garten gefahren. Da kann man Kartoffeln kaufen, Zwiebeln wahrscheinlich noch. In den Niederlanden wird die Landwirtschaft noch groß geschrieben. Da ist noch ganz viel Landwirtschaft. Jürgen, hier können wir mal ganz kurz anhalten und einkaufen. Kleines Restaurant, Eier kann man hier kaufen. Ja, der wartet jetzt erstmal, bis alle drin sind und bezahlt haben. Und dann geht die Brücke auf. Ein kleines romantisches Städtchen hier. Wir haben hier nur einen Brückenwärter. Der hat uns jetzt alle abkassiert, sind jetzt zwischen 2 Brücken. Und der kommt jetzt mit dem Radl hier rüber geschradelt. Da kommt der Brückenwärter angeradelt. Schwuppdiwupp. Ah, rot-grün. Für die, die tatsächlich kein Kleingeld hatten oder das nicht gemerkt haben, dass die Brücke kostet,
Dann hat man in der Regel immer noch die Chance, hier zwischen den Brücken jetzt hier anzulegen und dann dem Brückenwärter das Geld zu geben. Ansonsten kommt man hier nie weiter. Direkt hier an der Brücke ist auch ein Restaurant und Hotel, wo man schön draußen sitzen kann. Rechts und links schöne Häuser, gepflegte Grünanlagen. Und hier kann man schön sitzen und alles beobachten. Wer nicht auf der Flucht ist und kein festes Ziel hat, der kann hier spontan anhalten, ist wirklich toll. Und an dem Campingplatz Hafen gibt es auch gute Liegeplätze. Hier bekommt man auch ein Eis, Snacks, Pizza, Spare Ribs, was das Herz begehrt. An der Seite ist auch Strom. Wenn man hier über Nacht liegen möchte, kann man hier auch Strom beziehen. Direkt am Kanal, perfekt. Laut Karte geht es jetzt links ab, aber das ist so gut versteckt im Schilf, dass man es von hier aus noch gar nicht sehen kann. Ah, vorne geht es links. Marina hat Pizza. Der Rest von gestern essen wir heute zum Mittag. Romantisch leben die Menschen hier. Hier könnte ich mir auch vorstellen zu wohnen. Wie schön das alles angelegt ist. Ein Haus schöner wie das andere. Die Margretten sind hier in Massen überall. Man kann gucken, soweit das Auge reicht. Viele weidende Kühe. Gänsefamilien sind hier auch vertreten. Schöne Seerosen. Sind wir hier in Winz? Kleiner Mini-Ort, hat eine kleine Fähre. Da ist auch ein Spielplatz für Kinder. Wenn welche an Bord sind, kann man hier mal halten. Dann können die Kinder ein bisschen spielen. Also fahren wir jetzt mal wieder ganz langsam durch. Hier kann man auch liegen, so wie es aussieht. Und hat hier auch gleich die Winze. Das ist eine Gastronomie direkt am Wasser. Oh, ein schönes Restaurant am Wasser. Freuen sich alle. Der Rasenroboter läuft. Eine kleine Slipanlage für Ihr Schlauchboot, damit das nicht immer im Wasser liegt. Auch eine gute Idee. Hier haben sich auch einige gemütlich gemacht. Die kommen aus Cuxhaven zum Beispiel. Kleine Ortschaft mit kleinem Hafen. Da hinten sieht man schon die Hochhäuser von Leeuwarden. Auch interessantes Boot. Selbst kurz vor unserem Ziel ist das immer noch total romantisch. Also kleine Häuschen, Schrebergarten direkt am Wasser. Toll. Wir nähern uns so langsam Leeuwarden. Das Schöne ist, dass wir hier die ganze Zeit keine Brücke haben und ganz entspannt fahren können. Es sind schon einige schöne Häuser dabei. Man lebt hier richtig schön am Kanal. Man kann die Seele baumeln lassen nach Feierabend. Man hat sein kleines Bötchen vorm Haus stehen, mit dem man dann am Wochenende kleine Türchen macht. Ach, das war jetzt die Fahrt. Wir kommen jetzt zur vorletzten Brücke. Es wird hier schon städtisch, hohe Häuser. Die schöne Fahrt ist vorbei. Aber ich weiß gar nicht, mit welchen positiven Worten ich das beschreiben soll. Hier von Dokkum nach Leeuwarden. Das war einfach fantastisch. Und für Frieslandfahrer kann ich nur sagen, Kahlenberger Gracht 2.0. Das Gesamterlebnis war einfach toll. Also ich kann nur jedem raten, mal diese Strecke zu fahren. Und man kann auch mittendrin schön anhalten. Ich habe auch einige sehr schöne Plätze zum Halten. Jetzt haben wir so eine Situation. Die Brücke geht auf, wir haben Rot. Und natürlich haben von der anderen Seite dann die Rot-Grün und können dann als erster fahren. Und wir hoffen, dass wir auch noch Grün bekommen, wenn die durch sind. Bei 26 Grad fahren wir nach Leeuwarden ein.
Ich fahre jetzt ziemlich weit Steuerbord, damit ich den Platz lasse. Na, wir sind jetzt nah dran und könnten gleich grün bekommen. Der letzte kommt durch. Das passt ja wunderbar. Was macht die Brücke? Immer spannend. Kriegen wir grün oder kriegen wir kein grün? Wir kriegen grün. Das ist gut. Jetzt muss der nur noch zur Seite fahren. Nicht mehr lange und wir haben unser Ziel erreicht. Sehr schön. Die Brücke haben wir passiert. Das hat super geklappt. Und nach der nächsten Brücke sind dann die Wasserrastplätze von Leeuwarden. Und dann hoffen wir mal, dass wir es schön kriegen. In der Stadt und direkt am Wasser wohnen, das ist eine schöne Sache. Hochschule. Jetzt kommen wir zu einer Abzweigung. Und da müssen wir rechts und dahinter kommt dann noch eine Brücke. Und dann sind wir schon auf dem Stück, wo die Wasserrastplätze sind. Jürgen, was machst du jetzt? Wir fahren jetzt da irgendwo rein. Warum nicht da kommen, was gerade ist? Weil wir der Truck da reinfährt. Die Kamera hat mich voll im Blick. Ich hab Fantasie. Das ist großer Schritt, den ich machen muss. Ja, sieht doch gut aus. Wir haben einen schönen Schattenplatz, gleich in der Kurve, aber gerade noch so passt. Wunderbar. Kommen natürlich immer reichlich neue an. Wir haben jetzt hier einen schönen Schattenplatz gefunden. Wir sind zwar ein bisschen auf der Ecke, aber das macht nichts. Strom ist da. Der Hafenmeister dreht seine zweite Runde. Er war jetzt schon relativ früh da. 29,82 inklusive Strom und Toilette. Hier Treppe rauf und dann hier links halten, dann kommen wir zum Hafenmeister und zu den Duschen und Toiletten. Kann man starten, stoppen, Temperatur einstellen, einfach aber sauber. Sanitärgebäude mit Code, 2 Duschen, 2 Toiletten, kann schon mal eng werden in der Hochsaison. Das ist gut, hier läuft die Polizei auf Streife, Präsenz zeigen ist wichtig, denn letztes Jahr wurde doch relativ viel geklaut. Toller Service. Der Eismann ist da. Hier wird richtig Wassersport gemacht. Die Jugend ist hier unterwegs. Also ein ruhiger Platz ist das nicht. Ein permanentes Gewackel. Heute fährt hier ein Partyboot nach dem anderen an uns vorbei. Und wieder kommt ein Partyboot vorbei. Die Jugend hat richtig Spaß hier. Und ein Stück weiter. Hier ist heute nach dem ersten warmen Tag seit langem und Wochenende richtig was los. Da hinten durch die Brücke sind wir gekommen. Ja, hier sieht man doppelrot zwischen 16 und 18 Uhr. Es ist Pause wegen Berufsverkehr. Muss man nur dran denken. Wir wollen ja heute grillen und deshalb müssen wir auch noch was holen beim Jumbo. Am Ende von Leeuwarden gibt es einen und da gehen wir jetzt mal hin. Ein gut sortierter Jumbo und fürs Grillen wird alles Nötige gekauft und vor allen Dingen ist hier schön kühl drin. Bei Techno-Musik! Heute wird gegrillt. Bei Techno-Musik!
Also wir werden hier von allen Seiten beschallt. Also Wochenende in Leeuwarden ist ganz schön heftig. Gegen Leeuwarden war ja gestern Doku im Altersheim. Marina grillt und gegessen wird dann gleich auf der Fly. Wir gehen heute nicht in die Stadt. Bei dem schönen Wetter haben wir uns einen Ruhetag gegönnt. Und Leeuwarden kennen wir ja schon, da waren wir schon zweimal. Hoffentlich nicht unter frisches Brot. Eine Familie mit schon 6 großen Kindern. So, ja, wir sparen uns heute das Essen gehen. Wir sitzen schön auf der Flybridge. Hier oben kann man es jetzt gut aushalten. Und die Sonne ist jetzt auch schon so leicht im Untergehen begriffen, sodass wir hier schön im Schatten jetzt sitzen. Denn heute war es wirklich extrem heiß. Ja. Da soll mal einer sagen, in Holland ist nichts los. Hier ist richtig was los. Die Stand-up-Paddling. Die Jugend von Leeuwarden haben Spaß hier. Und dann gibt es auch noch Dessert. 00. Habe ich doch im Kühlschrank entdeckt bei uns. Noch nie, wo das herkommt. Oh, ist aber lecker. In Leeuwarden wollten wir entspannen und wollten nicht in die Stadt gehen, mal einen ruhigen Tag machen, nachdem wir 2 Tage Doku hinter uns hatten mit Shopping und so weiter. Ja, aber Wochenende, viele junge Leute, schönes Wetter. Das war der totale Trubel. Teilweise kamen wir uns vor wie auf einer Techno-Party, aber es war auch spannend zu sehen und interessant. Die Fahrt von Dokkum nach Leeuwarden war einfach toll. Wer die Kahlenberger Gracht kennt, der weiß, was ich meine. Das hier ist Kahlenberger Gracht 2.0 gewesen. Wirklich sehr, sehr schön. Und es gibt auch noch mittendrin kleine Orte, wo man anhalten kann, wo man auch noch einen Tag verweilen kann. Beim nächsten Mal würden wir auch noch eine zusätzliche Pause einlegen. Und jetzt geht es weiter zu unserem nächsten Ziel.